Also was sind die Alternativen, die uns bleiben? Eine Alternative, die zurzeit diskutiert wird, ist das Vorhaben der Palästinenser im September bei der UN, die Ausrufung eines Palästinensischen Staates zu erwirken. Das ist also das, was zurzeit diskutiert wird. Aber was bedeutet denn diese Alternative wirklich? And Obama opposed this and warned the Palestinians against it. Die Israelis haben das auch abgelehnt bereits und die Amerikaner, Obama hat bereits signalisiert, dass er dieses Vorhaben nicht unterstützen wird. Now, the reasoning that the Palestinian leaders give is they say that if there is a recognition of a Palestinian state, it would create political and legal pressure on Israel to withdraw from the land of another state that is recognized by the UN. And that's the kind of arguments that Palestinian officials make. Die Argumente, die die palästinensischen Offiziellen, also die Offiziellen der palästinensischen Autonomiebehörde anführen, wir sagen ja, wenn ein Staat, ein palästinensischer Staat anerkannt wird, dann würde das dann automatisch den Druck auf Israel erhöhen, denn das wäre eine andere Situation. Hier werden sie dann aufgefordert, die Besatzung eines souveränen Staates dann zu beenden. Well, I'm very skeptical of this, and I want to tell you why. Let's take some examples from recent history. Lebanon has been a member of the United Nations since 1945, and yet Israel occupied southern Lebanon from 1978 until the year 2000. And Israel's occupation of Lebanon did not end because of any international pressure. It ended only because there was Lebanese resistance, which forced Israel and its local militias to leave the country. Ich bin sehr skeptisch, ob dieses Vorhaben dann Erfolg haben wird. Wir haben sehr viele Beispiele in der jüngsten Geschichte, die uns zeigen, dass das nicht unbedingt der Fall sein kann. Ein Beispiel wäre der Libanon, der eigentlich seit 1945 Mitglied der UN, Gründungsmitglied der UN ist und trotzdem war das Land von 1978 bis zum Jahr 2000 besetzt. Und die Besetzung endete nur deswegen, nicht etwa weil die UN einen Druck ausgeübt hätten, sondern nur weil im Libanon ein entsprechender libanesischer Widerstand da war, der die Israelis zum Abzug im Jahr 2000 gezwungen hat. And the same, of course, is true in Syria, where Israel has occupied the Golan Heights since 1967. In 1981, Israel illegally annexed the Golan Heights. It declared the Golan Heights as part of Israel. And this was immediately condemned by the United Nations Security Council, which declared that Israel's action to annex the Golan Heights is null and void. Wir haben ein weiteres Beispiel in Syrien. Israel hat im Jahr 1967 die Golanhöhen zunächst besetzt gehalten und im Jahr 1981 wurden die Golanhöhen sogar annektiert. Der UN-Sicherheitsrat hat damals vehement protestiert und hat mitgeteilt, dass diese Annektierung illegal und ungültig ist. And we have not seen since 1981, 30 years, any international pressure to enforce these UN resolutions. Wir haben aber leider feststellen müssen, dass es seit 1981 keine wirklich wirksamen Druckmittel ausgeübt wurden, um diesen Zustand zu beenden. And there are many similar resolutions in Palestine related to Palestine and the occupied territories, where the Security Council has declared Israel's occupation, its settlements, its activities to be totally illegal, its efforts to change the demographic character of the West Bank to be illegal, and yet we've seen no action at all. Das gleiche gilt auch für Palästina. Da haben wir eine ganze Reihe von UN-Resolutionen, die eindeutig die Besiedlungen oder die Siedlungstätigkeit Israels als illegal bezeichnen, die eindeutig auch die Versuche Israels, die demografischen Verhältnisse in den besetzten Gebieten zu verschieben, verurteilen. Aber dennoch haben wir bis heute keinen Druck gesehen, um das zu beenden.
So what's the answer other than just to throw up our hands in despair? Also was ist die Antwort, außer die Hände hochzuheben in Verzweiflung? I think the answer is coming from Palestinians themselves. And in 2004, the International Court of Justice in The Hague ruled that the wall Israel is building in the West Bank, annexing large amounts of Palestinian land, was illegal and that it should be dismantled. And the court called on countries around the world to help to enforce the ruling. Unfortunately, they did nothing. Okay, wir haben dann auch die Antwort, woher soll sie denn kommen? Sie kommt wohl von den Palästinensern selber. Wir haben jetzt beispielsweise erlebt, dass in 2004 der Internationale Gerichtshof festgestellt hat, dass der Verlauf der Mauer, die gebaut wurde, illegal ist und dass sie abgebaut werden muss. Doch bis heute haben wir keine Anstalten gesehen, die die Umsetzung dieses Urteils dann bewirken sollten. But Palestinian civil society did respond to this ruling and responded also to the inaction of the international community. Doch die palästinensische Zivilgesellschaft hat reagiert auf dieses Urteil des Internationalen Gerichtshofs und reagiert aber auch auf die Untätigkeit der UN in diesem Zusammenhang. And the way they reacted was by issuing in 2005 the Palestinian call for boycott, divestment and sanctions. Ihre Antwort war im Jahr 2005, als sie dann ihren Aufruf zur Kampagne zum Boykott, zu Desinvestment und für Sanktionen gegen Israel. And I'll just show you, this is the website of the Palestinian-led boycott, divestment and sanctions movement. Ich zeige Ihnen hier auch die Website der palästinensischen Kampagne für diese BDS. And in fact, this is one of its founders, Omar Barghouti. I don't know if he was in Germany before. Wir haben ja vorhin auch das Bild eines der Initiatoren dieser Kampagne, Omar Barghouti, gesehen. Ich weiß nicht, ob er schon mal hier in Deutschland war. And the 2005 call for boycott, divestment and sanctions, I'm sure it's been translated to German somewhere. It's found in most languages. Here it is in German. Okay, I don't know if that's so we can make it bigger maybe. Der Aufruf... If you make German big enough, it turns into Arabic. Yeah, okay. Let's see. Well, it's there. You can find it. I think it's all on the same page. We just have to scroll. That's it. We'll find it now. So. Okay, also es ist auf jeden Fall auf der Seite. Man kann das finden. Also die Erklärung, der Originaltext der Erklärung, die damals im Jahr 2005 abgegeben wurde. Bei dieser Erklärung wurde aufgerufen zur Beteiligung an der Kampagne. Ja, okay, hier ist. Now, you can read this in full later, but just very briefly, what this campaign calls for, and I should point out that it's endorsed by hundreds of Palestinian civil society organizations in Palestine and around the world. Den kompletten Text können Sie dann in Ruhe vielleicht lesen später. Ich würde gerne nur betonen, dass dieser Aufruf von hunderten Organisationen der Zivilgesellschaft unterstützt wurde, sowohl in Palästina als auch weltweit. And this campaign is modeled on the successful campaign that helped to end apartheid in South Africa. Vorbild für diese Kampagne war die erfolgreiche Kampagne gegen die Apartheid in Südafrika. And the movement asks people around the world, people like you, to carry out boycott campaigns, consumer boycotts, academic boycotts, and cultural boycotts of Israel. Just as was done with apartheid South Africa, until Israel meets
certain conditions. And those conditions are stated in the statement. And there are three basic conditions: to end the occupation and colonization of all Arab lands occupied by Israel in 1967, to respect the equal rights of Palestinian citizens of Israel, those living within the pre-1967 borders, and to respect the rights of Palestinian refugees according to international law. Diese Kampagne ruft alle auf, sich daran zu beteiligen, Israel zu boykottieren, und zwar sowohl also kommerziell als auch akademisch als auch kulturell, und zwar so lange, bis Israel drei Bedingungen erfüllt, die hier auch aufgeführt sind. Ich weiß nicht, ob Sie das alles lesen können. Yeah. And also divestment, which means to encourage companies, pension funds, and so on to withdraw investments from Israel. Also neben Boykott sollten auch vor allem Investitionen abgezogen werden aus Israel. And eventually we would like to see state sanctions. Und auch wir würden gerne sehen, dass Israel als Staat auch sanktioniert wird. There's some important things to say about the BDS movement, especially in Germany, because there are efforts to try to stop this movement and to try to misrepresent it. Ich denke, wir sollten wirklich auch ein paar Worte über die BDS-Kampagne hier verlieren, vor allem gerade in Deutschland, denn es gibt viele Versuche, diese Kampagne in ein Missgericht zu bringen und sie zu diffamieren. Some people say, for example, I heard this when I was in Stuttgart, that we in Germany cannot boycott Israel because in the past they used to say, kauft nicht bei Juden. And we cannot go back to this terrible history. Einige der Argumente, die ich gehört habe in Stuttgart beispielsweise, war, dass viele sagen, wir können sowas hier in Deutschland nicht sagen, denn das weckt Assoziationen mit früheren Zeiten, wo es hieß, kauft nicht bei Juden. And so we have to make it very clear that nobody is calling for a boycott of Jews. Deshalb muss es ganz klar ausgesagt werden, hier wird überhaupt nicht zum Boykott von Juden aufgerufen. Nobody is calling even for a boycott of people just because they are Israeli. Nicht einmal wird hier aufgerufen, Menschen zu boykottieren, nur weil sie Israelis sind. This campaign focuses on institutions and companies that assist and profit from Israel's occupation and system of apartheid. It doesn't target specific individuals. Diese Kampagne zielt nicht auf einzelne Individuen, sondern vielmehr auf Institutionen und Firmen, die von der Besatzung profitieren und die helfen, diese aufrechtzuerhalten. And so it might include in this cultural center, you might one day have, I don't know, a performance coming from Israel. The campaign would call for a boycott of that performance if there is any kind of sponsorship or connection with the Israeli government or the Israeli embassy, for example, because Israel is specifically using these kinds of cultural performances to put a nice face on apartheid, to say we're a wonderful country, we have ballet and orchestras and philharmonic, and to hide behind this beautiful face. So this is why a cultural boycott is legitimate. Ein Beispiel für einen Boykott, an dem man sich beteiligen kann, wäre, wenn jetzt irgendeine Gruppe aus Israel hier beispielsweise im Gasteig auftreten würde, könnte man überlegen, sie zu boykottieren für den Fall, dass man sieht, dass sie unterstützt werden von der israelischen Botschaft oder von der israelischen Regierung. Denn Israel, wissen wir, benutzt gerade diese Art von Aktivitäten, um das hässliche Gesicht der Besatzung zu kaschieren hinter einem kulturellen unter einem kulturellen Vorhang sozusagen, damit wir nicht sehen, wie hässlich die Besatzung ist.